Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. So, willkommen heute bei mir Ted Mahr aus USA, aus der Gegend Seattle. Und ich kenne Ted Mahr jetzt schon einige Zeit, und ich werde heute Ted Mahr Ihnen, meine Damen und Herren, vorstellen und wir werden eine interessante Seite von ihm kennenlernen. Hello Ted, it's nice that you're here in our show. Thank Welcome. you. Thank you, Gerhard. I really appreciate your invitation, and we're going to have a lot of fun today. Viel Spaß, Yes. yeah. This is the People Power Conference here in Europe. We are performing it now the third year. Uh-huh. And did you know this is a German talking a conference that you have to talk in German now with me, of course. Okay, yeah, natürlich. I'll do the best I can. Ich spreche ein bisschen Deutsch, Okay. but I'll do the best I can. Okay, wir werden das Beste tun. Also wir werden, wenn Ted wird wahrscheinlich in Englisch sprechen und ich werde versuchen, es auch so gut wie möglich zu übersetzen. Ja, Ted, please explain who you are and what is your purpose in this life. All right. Vielen Dank, Gerhard. Ich heiße Ted Mahr. Ich habe ein Radioshow, heißt Out of This World, aus von der Welt. I broadcast on Gerhard's station, Radio Soul International in Vienna. The purpose, I'll speak as much German as I can, but Ja, okay. yeah, the purpose is to make this world a better place. Genau, Ted sagt, er hat eine Radioshow, sie heißt Out of This World und Out of This World sagt so etwas, es geht etwas über den Tellerrand schauen und über die herkömmlichen Ansichten, Weltansichten sozusagen hinausschauen und er ist selbst auch, man kann sagen, Medium und Hellseher, also diese interessante Show, die wir am Montag spät abends machen, gemeinsam. Und heute werden wir aber eine andere Seite von TED kennenlernen, nämlich die Seite, wir haben in dieser Woche auch das Thema Wirtschaft. Wie wird sich Wirtschaft neu entwickeln? Economics, how will it develop? Und wir werden sehen, was TED dazu für eine Sichtweise hat. Ted, is it right? You have a degree in international economics. Das ist richtig. Von der Universität von California in Berkeley. And I have actually four degrees in 5 subjects. Okay. So that's one of them. Wonderful. Also er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und auch noch andere Abschlüsse. Und wir werden heute über Wirtschaft sprechen. It's, what is your entrance here into how do you feel, what is about economics? Is it, in which direction will it develop? In welche Richtung wird sich die Wirtschaft entwickeln? Wie siehst du das, Ted? I think in the future, there's going to be a lot of decentralization, where there was a book written some decades ago called Small is Beautiful, where smaller businesses, smaller governmental units who are integrated in these smaller communities will serve people much better than very large corporations with one solution for the whole planet. Ja, also Ted sagt, er findet, es wird sich in die Richtung entwickeln, dass die Wirtschaft eher dezentralisiert wird und dass es eher in die Hände von eher kleineren Gruppen geht und da die Menschen mehr Selbstverantwortung und Eigenständigkeit bekommen dadurch. Right. And I'm not a socialist, I'm not a communist. I do believe in capitalism, but Ja. smaller capitalism where people have a real say in how goods and services are provided to them. Also er sagt, er ist kein Sozialist oder so, aber er glaubt auch, dass diese kapitalistische Sache auch gut ist, aber es muss andere, sagen wir mal, andere Strukturen geben. The structure of the capitalism, the system, what is about it?
Well, capitalism, pure capitalism, allows people the freedom, of course, to provide goods and services to others. In a good, it can be in a good way. The problem happens when these companies get so large that and powerful that they force their opinions on everyone else without caring about the people they're supposed to serve. Also er sagt, der gute Kapitalismus, der ermöglicht uns ja Wohlstand und den besseren Austausch von Gütern. Und das Problem ist nur, wenn dann sich Unternehmen zu groß entwickeln und einen Druck auf kleinere Unternehmen ausüben. Yeah. So there was in the West, with large corporations and large businesses, there's often a split, a dichotomy between work and leisure. People work Monday through Friday in order to have leisure on the weekends. Ideally, work and leisure should be one together, not separate. Okay. And you can, yeah. Ja, also er sagt gerade, ein Zeichen der westlichen Wirtschaft ist, dass Menschen eigentlich das auseinander dividieren, nämlich die Arbeitszeit und die Freizeit. Und also wir arbeiten von Montag bis Freitag meistens und dann gibt es Freizeit. Aber idealerweise sollte es eher zusammen wachsen können. Also dass Arbeitszeit und auch so Spaß macht wie Freizeit. Is this And your I've tried to structure my own life so there's no distinction between work and leisure. I enjoy what I'm doing. Okay, also bei dir gelingt das, also er macht das so. Für ihn ist die Arbeitszeit gleichzeitig auch eine Zeit, die aus dem Herzen gerne macht. And what is your work? What is your... Oh, okay. Tell us. All right. Well, I'm a psychic. It's an interesting business. Yeah, thank you. Thank you. I'm a psychic, and I grew up in a psychic family. Okay, also Ted ist aufgewachsen in einer hellsichtigen Familie, er ist selbst auch Hellseher und Medium, ja. And I grew up in a psychic family, so it was normal to talk to spirits on the other side and angels. Und es ist für ihn ganz normal, in die spirituelle Welt, also zu kommunizieren und auch mit Engeln zu kommunizieren. And later, starting in 1977 or 1976, 1977, I started talking to benevolent extraterrestrials, the Pleiadians. Okay, und 1976, 77 hat er begonnen, auch zu wohlgesonnenen extraterrestrischen Wesen zu sprechen und mit ihnen zu kommunizieren. The Pleiadians are our galactic brothers and sisters. Und er sagt, die Plejader, mit denen er kommuniziert zum Beispiel, sind wie unsere galaktischen Brüder und Schwestern. Because many people, if not most people here on planet Earth, came from the Pleiades. Und er sagt, die meisten Menschen auf dieser Erde, die kommen sogar von den Plejaden ursprünglich. There comes this term star seeds. Star seeds, that's right. And you're a star seed too, Gerhard. Maybe. Yes, you are. Okay. Ja, und so du hast also eine sehr breite Möglichkeit, dich zu informieren. You have a very great, bright range to get informations from here and there. That's right. That's right. And so you must be very wise. Yes. Well, I like to learn. Okay, lernt gerne. I like to learn. And one thing I realized many years ago Vor ein paar Jahren hat er erkannt, is that when I was doing my different degrees, I've got 2 masters, a double degree in economics and anthropology from Berkeley, University of California, Berkeley, and then a law degree. Okay, 2 Wirtschaftsabschlüsse in der Universität von Berkeley.
And when I was doing my degrees, the knowledge in the universities was limited. Okay, das Wissen in den Universitäten war eigentlich beschränkt. But when you go into spiritualism and psychic phenomenon, and you tie into the wisdom of God, it's limitless. There's no end to it. Und wenn du dich öffnest für die spirituelle Welt und in die Unendlichkeit Gottes, dann gibt es auch kein Limit. Yeah. So that's what I do now. I teach people how to talk to angels, how to talk to benevolent extraterrestrials. Also das ist auch seine Aufgabe. Es ist eigentlich seine Haupttätigkeit, anderen Menschen zu lernen, zu lehren, wie sie mit den Spirits und auch mit wohlgesonnenen extraterrestrischen Wesen, die mit uns kooperieren wollen, zu kommunizieren. Yeah. So if you want, you can go to my website, www.outofthisworldreadings.com, and you can sign up there for a reading, or, I've got written books too, on Also er hat auch, und das nennt man auch Reading, also wenn er kann auch für Menschen, die ihn kontaktieren, in Kontakt treten und auch Informationen übermitteln, und da kann man auf seine Webseite gehen. Die ist outofthisworldreadings.com. Yes. Right? Yeah. Und da kann man sich auch bei ihm also seine Webseite anschauen, und there's also an email address. Yes, out of this world radio at protonmail.com. Okay. Out of this world radio at protonmail.com. That's right. So you are a radio, you radiate your good vibrations. I try to. Und ja, genau, er hat auch Bücher geschrieben. Yeah, this is my German book here. It's written in German. Yeah. And Die ganze Welt wird eins sein, all the world is one. That's the German translation and updated book of my messages from the master's book. It was published, I believe, a year and a half ago in Germany. Okay, also Ted Mahr hat das Buch Die ganze Welt wird eins sein hier in Europa publiziert. Messages from the Masters war die Originalfassung im Englischen, und das wurde eben ins Deutsche übersetzt vor circa einem Jahr im Amra Verlag. Right. And you can go to, it's Amra, AMRA Publishers in Germany. But you can also go to my website, outofthisworldreadings.com, and that has information on how to order the book. Okay, sehr gut. Also wenn sich jemand für das Buch interessiert, Die ganze Welt wird eins sein, geschrieben von Ted Mahr, outofthisworldreadings.com ist seine Webseite, da kann man alles finden. Ja, so, okay, yeah, there's the next book, wonderful, Journey to the Other Side. How to talk to angels and benevolent extraterrestrials. Also hier hat er es auch in Buchform niedergeschrieben, wie man lernt, mit Engeln zu sprechen und mit wohlgesonnenen Außerirdischen. Right, and it's also been translated into Spanish. Okay, wurde gerade auch in die spanische Sprache übersetzt. Yeah. And I hope to get it translated into German too. Okay, also Deutsch, die Übersetzung ins Deutsche steht noch aus, aber er hofft, es wird bald gemacht. Yeah. And to order the book, you can go to my website, outofthisworldreadings.com, or send me an email to outofthisworldradio@protonmail.com. Genau, und man kann das Buch direkt bei ihm bestellen, auch auf seiner Webseite outofthisworldreadings.com, oder ein E-Mail schreiben, outofthisworldradio@protonmail.com. Da findet man das. Yeah, so before we stop the interview, let's go back to business, to economics. Okay, good. So good. Wonderful. I mean, what is the future of economics? We talked a little bit about this, and do you think that economics is very important for
the planet as whole, how we treat each other and Absolutely. produce our products and Yeah, I think it's very important. And the way decision making will change in the future, instead of being from the top down, from large corporations, large governments, it'll come from the bottom up, from smaller government units, smaller businesses who will be much more responsive to what people want. Also er sagt, es wird sich so insofern verändern, dass die Entscheidungsträger und die Entscheidungen nicht mehr von top-down, also von oben nach unten hierarchisch, ja, übertrieben eigentlich gemacht werden, sondern umgekehrt, dass Entscheidungen von bottom-up, also von unten nach oben, mehr gemacht werden und dass es so eine, it's called economic democracy or like this, is it? You Right. could call it that, yeah. Ja, also so eine, eine ökonomische Demokratie eigentlich wird entstehen, dass people come together and decide together. Right. They come together. And also, too, in the West, especially, Gerhard, for many large corporations and large government units, there's a separation between work and leisure. As you People often are not very happy with their work, but they do it just to earn money. But in the future, I see people doing things because they want to do them, and they enjoy doing it. So instead of having work, you work Monday through Friday to have leisure on the weekend. The two would be together. So you enjoy what you're doing much more. Ja, also er sieht es auch so, dass sich die Arbeitswelt so verändern wird, dass die Menschen nicht einfach nur arbeiten gehen zum Geld verdienen, sondern dass sie richtig etwas tun werden, das ihnen auch Freude macht und dass das nicht mehr so getrennt ist. What about the Native Americans? They do it very wise. Yeah. Tell us, wie haben das die amerikanischen Urvölker gemacht und machen sie es noch immer eigentlich? Native Americans, when they make decisions for their tribe, their economic decisions, for example, they think of what is the effect of their decisions going out 7 generations. Das ist ja spannend. Also die Native Americans, die planen ihre Entscheidungen und auch die wirtschaftlichen Entscheidungen immer für 7 Generationen in die Zukunft. And that they look about 500 years into the future. Und das heißt, okay, 500 Jahre heißt das, okay. 7 generations is about 500 years, right? This is a long time. Yeah, it's a long time. It's a long you time. have to imagine, yeah. That's right. And zum Beispiel, for example, if you had a Native American tribe, they would never have an atomic power plant because the radioactive waste poisons the planet for many thousands of years. So if you look ahead 500 years, they would never want a nuclear, as an example. Also ein Beispiel hat er genannt, also die Native Americans würden nie eine Atomkraftanlage bauen, weil ja die Verschmutzung über viele Jahre, also tausende Jahre noch anhält. Yeah, they would want to do something. Now, a lot of people talk about that's good for the planet, in harmony with the planet, not against Mother Nature. Also sie schauen immer, dass das, was sie tun, auch in Harmonie mit dem Planeten ist. And from a spiritual side, my angels tell me Mother Earth is tired of being polluted and disrespected. She wants to live in peace and harmony with people. Und von einer spirituellen Seite sagt ihm Mutter Erde, dass sie also eigentlich müde ist, dass sie verschmutzt wird. Sie möchte gern in Harmonie leben. Die Verschmutzung soll aufhören. Right. So they want to stay in harmony. And a lot of people nowadays talk about sustainable development, but they really don't mean it. It's just another code word for bigger government and bigger corporations not paying attention to the planet and not really caring about Mother Earth. Ja, er sagt auch das wunderbare Wort Nachhaltigkeit, das wir gerne verwenden, was ja auch etwas Positives ist, wenn wir nachhaltig wirtschaften, aber leider wird es von vielen Institutionen nicht wirklich gelebt, sondern nur missbraucht, das Wort. Right.
And zum Beispiel, I don't think they talk about global warming. That whole climate thing is nonsense. I don't see global warming at all. It's just another way to control people, Mhm. not truly help the planet. That's all it is. Okay, er sagt, die globale Erwärmung ist nicht real, sondern das wird eher propagiert und er meint, dahinter steckt eigentlich eine Art Angstmache und Yeah. Kontrollmechanismus, den man ausüben möchte auf die Bevölkerung. And I think this is a time of truth that people will if people are telling the truth, they'll see it. But if they're telling if corporations or government are telling lies, they'll see the lies too, Mhm. and they won't be able to lie to them anymore about things. People are Okay. waking up. So Also Ted sagt, er glaubt fest daran, dass es jetzt eine Zeit der Wahrheit ist und man spürt, ob jemand die Wahrheit sagt oder ob jemand eine Lüge erzählt. Und auch auf politischer Ebene gibt es auch viele Unwahrheiten, die gesprochen oder gelebt werden und das wird immer mehr herauskommen. sure. So we have a beautiful, bright future ahead of us, but we all have to do our part and work for it. Wundervolle Botschaft. Wir haben eine wunderschöne Zukunft vor uns, aber wir haben auch alle unseren Part zu erfüllen, unseren Teil. Wonderful, Ted. This is a very wonderful, a beautiful message. Yeah. Oh, well, thank you. Thank you, Gerhard. So I don't nice get to talk asked. to you. Yeah, me too, my friend. I don't get asked much about economics, Yeah. but it's a good. I have been interested in it for a long time, Yes, and me ever too. since ever since I went to school at Berkeley, I've thought about these issues. Had many years to think about them, Yes. and I think it cannot divide it. Society and economics belongs together, and yeah, it does. the economics, if you do it right, you can have a positive impact to society and to people. Also, That's yeah, right. we You can can. do it. Absolutely. So at the Absolutely. end of this talk, just tell us once again, what is your message and the way how we can contact you and come together. Okay. What my You- angels. yeah. What, And, what, and maybe in the context of how we create a co-create peace on earth, like the motto of our conference. oh, great. Good Yeah. idea. Good idea. Well, I think we have to treat each other with love and respect and compassion. And violence never solves anything. Ja, Gewalt hat noch nie ein gutes Resultat gebracht. Es ist wichtig, dass wir immer in Liebe und Verständnis zueinander agieren. And I've been very sad about the conflict in the world. Und er ist sehr sauer über diese Konflikte in der Welt. There are many conflicts. Many conflicts in the world, and because people basically are peace-loving, kind, and compassionate to each other. Und die Menschen sind ja von der Ursache her ja eigentlich liebevolle, liebende Wesen. Das ist der Grundkern des Menschseins. And all this fighting, I think, is engineered by some very dark forces on this planet to create another world war where we end up killing ourselves. That's not going to help make a better planet. Und er meint, diese ganzen Konflikte, die werden künstlich erzeugt von Mächten, die diese Kriege anzetteln. Ja, genau. Yeah. In the US, for example, we haven't had a free government in 3 years. It's a fake government, in my opinion. They don't care about us. They do everything against us. Also er als Staatsbürger amerikanischer meint, dass er eigentlich eine Fake-Regierung hat. Also er ist mit dieser Art der Regierung nicht zufrieden. And I think this is also true in Canada and many other countries, Australia, where the leaders don't represent what the people want. Und er meint auch, er glaubt, also in Kanada zum Beispiel wird das ähnlich sein und die Führer der Nationen, die machen eigentlich nicht das, was die Menschen sich wünschen. So we all have to remain strong
and know that angels and benevolent extraterrestrials are helping us. And our destiny is to create a much more beautiful and happy planet without war, without conflict, without the problems and negativity we have today. Yes. Also er hat gesagt, wir sind nicht alleine und es gibt auch diese geistige Welt, die uns unterstützt. Engel und auch extraterrestrische Wesen, die uns gut gesonnen sind, und wir werden eine Welt kreieren. We co-create a better world. Let's make the world a better place. That's the motto of your radio show. Right, exactly. And your life, the motto of your life. Thank you, Gerhard. Thank you, Gerhard. Okay. And it also starts on the individual level as well. Das beginnt bei jedem Einzelnen. For example, if you see a homeless person on the street, give them a little money, or if you don't have any money, just give them some kind words. A lot of these people had careers, had families, something happened, they became down and out. In the United States, it's especially bad now. I don't know what it's like in Europe, but in US, we don't have many social support systems for people. There's some, but not many compared to other countries. Er hat ein Beispiel genannt, also wenn wir auch Homeless oder eben Bettler sehen, die ihre Existenz verloren haben, dass wir ihnen auch etwas geben von unserem Wohlstand, und oder wenn wir das nicht können, dass wir ihnen zumindest ein freundliches Wort schenken. Right. Beginnt bei uns selbst. It is our destiny to create a happy planet here. Okay. And so it's always, we are all powerful spiritual beings, and our thoughts become things in the higher dimensions. And also as the planet werden auch Wirklichkeit in den höheren Dimensionen herab in die Materie sozusagen. Yeah. And as the planet ascends to the higher dimensions, be kind to the people you see, people you know. And as President Kennedy told me 2 years ago, if you want to change the world in a good way, look no farther than your family to change the world, help people. Genau, also Ted sagt auch noch, dass Präsident John F. Kennedy zu ihm gesagt hat, wenn du die Welt ändern möchtest, dann brauchst du nicht weiter über deine Familie schauen oder bring deine Familie in Ordnung. Und, und er hat dir das vor 2 Jahren gesagt, das heißt, du bist, weil er ja schon verstorben ist, du bist in Kontakt als Medium mit Kennedy und mit anderen Wesenheiten, also das ist deine Spezialität. Vielleicht ist es für manche unglaublich oder undenkbar, aber ich muss sagen, ich mache gerne die Sendungen mit dir. I like to make the shows with you, weil ich mag es auch, unterschiedliche Weltbilder und unterschiedlichste Menschen mit ihren Fähigkeiten zu präsentieren auf Radio Soul. I like to presentate people with different knowledge and a different kind of seeing how the world is doing. Yes. And so it's very bright, from spiritual to materialism. It's I call it holistic. Ich sage das gerne, dass ich eben auch offen bin für Menschen, die spirituell ausgerichtet sind, genauso wie für Menschen, die damit nichts anfangen können. Jeder darf das selbst so sein Leben in die Hand nehmen, wie er möchte. Und für mich ist das so eine Art ganzheitliche Sichtweise. Und mir macht es Freude, in einem großen Spektrum zu kommunizieren mit unterschiedlichsten Menschen. Ich verurteile sie nicht, sondern ich schaue mir einfach ihre Sichtweisen an. And I like the different views of the people. Yeah, thank you, Gerhard. Me too. It's enjoyable for me to get your perspective from me, because I always learn something new. Wonderful. Yeah. Hey, Ted. Wonderful
Thank you for your contribution to the People Power Conference in this year, co-creating peace on earth. You make a very nice contribution to this goal, to this aim of our humanity. Well, thank you, Gerhard. I really enjoyed talking to you too, and I hope people enjoy the presentation. See you. Bye-bye. Okay, see you, my friend, in a few minutes. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ja, also wir werden anschließend noch eine Show aufnehmen und ich sage nochmal die Webseite. Ted Mahr ist, wie gesagt, in Amerika, in Seattle zu Hause. Und seine Webseite heißt outofThisWorldReadings.com, wenn Sie mal mit ihm in Kontakt treten wollen. Er macht auch regelmäßig bei Radio Soul am Montagabend Shows, die immer sehr spannend sind. Bye, bye. Bye, bye. Auf Wiedersehen.